Hello everybody. Hello. Hola. Today we speak English, Spanish, German. So, please check this out. First of all, in the grammar video, which is connected with the writing, today is Writing 01. There is one sentence that you couldn't see completely. That is the sentence, have faith in you. Have faith in you. I recommend you to keep that in mind and always to remind yourself of this. Now the writing recommendations. I didn't change the topics because the speaking is connected with the writing, and the good writing accelerates the speaking. Remember that. So, when you like to write something, which is something very basic, something like a conversation, so in writing it's good to say, I select sentences that I like. Simple sentences, simple phrases. But when you write, you consolidate them in your brain. Keep that in mind. And if you write about something that you like, for example, you are writing a song and you're just having this exercise, is good for your mind to consolidate the topic. So writing consolidates and accelerates the rest of the language. Keep that in mind. So when I tell you that you assume a role, is because you say, maybe I don't like to write. Assume the role of being a writer. Assume a different role if you like to see evolution in your language because you're writing. Basic stuff, your presentation, something elementary like I am or you are. I mean, basic stuff in here. Important is assume the new role of writing because that is essential in a language. Believe me, according to my experience, it is. When I tell you enjoy and relax, it's because people don't like to write in general because it's kind of complicated. But in this case, I tell you, be spontaneous, enjoy, relax. The same is in the speaking, the same in the writing. Important is you can start writing a conversation or a dialogue or a quotable quote, something that you like, but keep the language connected and you consolidate it more when you write, remember. And here, when I tell you simply, when you write your feedback, your errors, you have more evolution and you will remember the corrections. You got it? And now in Spanish. La escritura, y no cambié los aspectos con respecto a lo que había dicho ayer en la parte de conversación, y por qué esto directamente va conectado con la escritura y por qué la escritura acelera su lenguaje y lo consolida. Primero que todo, mil disculpas porque en un video no salió esta frase, en el video de gramática, perdón, y aquí mire, tenga fe en usted, téngase fe. Esta es la frase final que no se veía ahí en el tablero. Ahora, cuando yo escribo, escribo de los temas que me gustan a mí. Ejemplo, citas citables, frases célebres, aquel tipo de cosas que a usted le gustan. Su presentación, la corrección, un diálogo, pero la escritura va ligada directamente a la consolidación del lenguaje y la aceleración de este mismo a la hora de hablar. Tenga eso muy en cuenta, porque muchas personas al entender algo creen que no necesitan hablarlo, pero es muy diferente que usted viva en un país de habla inglesa donde está escuchando inglés todo el tiempo, entonces su mente tiene forma de estar consolidándolo si es que usted tiene la oportunidad de hablar mucho o de hablar con varias personas. Pero cuando no, es más, en cualquier escenario, créame por experiencia que la parte de escritura de sus errores, la retroalimentación, lo que recuerda, una frase, cualquier tema que usted escriba lo consolida y acelera su lenguaje hablado. Tenga en cuenta eso. Esto acelera la parte conversacional suya. Ahora, usted asume un rol porque usted dice no es de las personas que escriben. No, para el inglés suyo en su agenda, escríbalo. Le va a servir mucho, créanme. Es más, haga una prueba durante una semana y se va a dar cuenta cuánto más recuerda y cuánto más le ayuda a su cerebro. Ahora, cuando le digo que disfrute y relájese, sí. Si al principio usted escribe, se equivoca, no importa. Hágalo, que como práctica es muy buena para el lenguaje. Y finalmente, cuando usted empezó con el tema de sus correcciones, de las cosas que el profesor le pudo haber dicho, de las cosas que usted descubrió en internet, solo escribiéndolas ya le está dando una característica de seriedad a su cerebro. Créame que la mente asume eso de esa manera. Deutsch. Warum sage ich das auf Deutsch?
weil ich viele Studenten habe, die auch mal etwas Deutsch hören wollen. Und vielleicht haben sie die Schwierigkeit, sei es, dass sie mal Spanisch lernen oder Englisch oder irgendeine andere Sprache. Und manchmal ist das schwierig, weil sie denken, ach, das kann ich nicht, das ist zu schwierig für mich. Ich hatte was auch immer. Nein, eine Sprache heißt es Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, was auch immer. Egal welche Sprache das ist eine Sache von Kommunikation, von Übung. In einer Sprache ist besser als alles andere, wenn ich vielleicht ein Sprichwort benutze wie Übung macht den Meister. Und das ist wahr. In einer Sprache definitiv. Aber wenn ich etwas schreibe, da konsolidiere ich alles. Wenn ich zum Beispiel etwas sprachlich sagen möchte, dann muss ich das schreiben. Sei es ein Befehl, sei es eine Frage, sei es ein normaler Satz. Aber wenn ich das schreibe, dann kann ich selber korrigieren, gucken, sehen. Heute gibt es sowieso alle Elemente, auch Internet. So, das heißt, wenn ich mal sage, und ich sage zu meinem Gehirn, ich schreibe das alles mal auf, um zu gucken, dass ich das besser verstehe und konsolidieren kann, kann ich dadurch direkt meine Sprache beschleunigen. So, das mit dem Schreiben ist immer gut. Im Vokabel zum Beispiel, ich empfehle immer, alles an Vokabel konnektieren in einen Satz. Etwas, was irgendwie persönlich ist. Warum sage ich persönlich? Damit das Gehirn das erkennen kann. Wenn ich zum Beispiel sage, ja, ich habe jetzt einen Satz auf Englisch und ich habe jetzt ein neues Wort, welches ich lernen möchte, dann heißt es, ich möchte damit einen Satz machen. Und mit diesem Satz möchte ich da in diesen Satz, sage ich mal, da rankommen. Damit ich weiß, dass ich durch dieses Beispiel einfach alles besser verstehe. Und wenn ich all das schreibe, ist es besser. Heute gibt es sowieso, wie ich schon gesagt habe, alles online. Einfach mal bestimmte Sachen machen. Und mit einer Sprache, das mit dem Schreiben muss da sein. In einem Heft, persönliche Notizen, aber alles in einer Sprache immer aufschreiben. Das empfehle ich immer. Alle meine Studenten, die alle möglichen Tests gemacht haben, haben immer alles geschrieben. Wenn ich einen Fehler mache, kann ich es besser da, sage ich mal, korrigieren. Aber weil ich das schriftlich sehe. So, immer alles aufschreiben. Das ist die Empfehlung mit einer Sprache. Immer. Dankeschön. Thank you. Gracias.